So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute werden wir eine Küchenarbeitsplatte aus Beton bauen. Da habe ich echt schon richtig Bock drauf und los geht's. Dann können wir auch gleich voll loslegen. Das Schalungsholz habe ich mir diesmal gleich fertig im Baumarkt besorgt. Es gab da ein Problem, dass die Platten nur bis zu einer Länge von 2,50 Meter verfügbar waren, aber meine Arbeitsplatte hat 3 Meter. Das bedeutet, ich habe jetzt hier in der Mitte einen Stoß und es ist bei Betonschalung immer ungünstig. Wie ich das Problem gelöst habe, zeige ich euch gleich. Jetzt werde ich erstmal hier die Schalungsteile montieren. Der Schalungsbau für eine Küchenarbeitsplatte ist eigentlich extrem einfach, da gibt es überhaupt nichts zu beachten. Ihr braucht lediglich beschichtete Spanplatten mit den Maßen, die eure Küchenarbeitsplatte später haben soll. Ja, natürlich auch noch die seitlichen Begrenzungen. Das Ganze wird dann mit normalen Holzschrauben montiert und das war's schon. Also das ist wirklich extrem einfach, das bekommt wirklich jeder hin. Um die Plattenstöße jetzt hier in der Mitte zu überbrücken, habe ich mir hier so eine PET-Folie besorgt. Die gibt es in jedem Baumarkt und da werde ich jetzt die gesamte Fläche mit auslegen. Dann kommt ringsum noch eine Silikonfuge rum und dann sind wir schon fast mit dem Schalungsbau fertig. Geht auch ratzfatz, würde ich sagen. Beim Verlegen der Folie solltet ihr darauf achten, dass die Folie überall flach und bündig auf dem Boden aufliegt und dass sich keine Schmutzpartikel unter der Folie befinden, weil sich sonst jede Unebenheit später auf dem Sichtbeton abzeichnen wird. So Leute, wie ihr gesehen habt, sitzt die Folie optimal, da ist kein Millimeter mehr Platz. Das bedeutet, wir können jetzt gleich mit dem Silikon weitermachen. Los geht's! Warum man eine Silikonfuge braucht und was es dabei zu beachten gibt, das habe ich euch ja schon in anderen Videos mehrfach gesagt, das ist eigentlich immer das Gleiche. Die Schalungsform muss wasserdicht sein und die Fuge sollte da relativ sauber ziehen, weil man sonst später jede Unebenheit auf der Oberfläche vom Beton sieht. Ja, zum Abziehen der Fuge könnt ihr entweder die Finger verwenden oder wie ich hier so eine Kittkugel. Mit der Kittkugel geht es sehr einfach, das ist auch für Anfänger gut geeignet. Und die Überstände, die hier dann nachher zurückbleiben, die könnt ihr nach einer halben Stunde mit dem Finger dann abziehen. Auf der Arbeitsplatte benötige ich insgesamt 2 Aussparungen, einmal vorne fürs Waschbecken und einmal hier noch für den Stromanschluss. Ja, da nehme ich ganz normale Styroporplatten dazu, die klebe ich mir mit Silikon fest. Und danach sind wir dann mit dem Schalungsbau eigentlich schon fertig. Beim Aufkleben der Aussparung müsst ihr darauf achten, dass ihr hier spiegelverkehrt arbeitet. Ja, sonst geht es euch genauso wie mir bei meinem vergangenen Projekt bei der Waschtischplatte. Dann habt ihr die Aussparung eben an der verkehrten Stelle. Ja, das Video werde ich euch mal oben verlinken. Wenn es euch interessiert, schaut es euch einfach mal an. Als letztes habe ich dann auf die Oberfläche der Schalung noch ein spezielles Trennmittel aufgetragen. Das sorgt dafür, dass der Beton keine Haftung mit der Oberfläche eingehen kann und danach dann keine Probleme beim Ausschalen entstehen. Das Trennmittel wird lediglich als hauchdünner Film aufgetragen und Überstände müsst ihr mit einem Tuch abnehmen. Mit dem Schalungsbau waren wir fertig, dann können wir auch gleich mit dem Betonieren weitermachen. Ich werde halt hier wieder mal einen neuen Spezialbeton testen und das wäre der Turbo 20 vom Mörtelshop. Das ist eine hochfeste Mischung und die ist speziell für filigrane Platten und eben große Betonplatten geeignet, weil sie nicht zum Schüsseln neigt. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt. Wenn ihr solche Bauteile baut, dann hat man beim Aushärten manchmal das Problem, dass sich die Platte dann leicht biegt und das soll sich eben hiermit vermeiden lassen. Ja, der Beton ist selbstverdichtend, hat eine Verarbeitungszeit von 20 Minuten. Das ist relativ knackig, also bei großen Bauteilen muss man da schon Gas geben und ja, theoretisch soll man nach 2 Stunden schon ausschalen können. Der Beton für dieses Projekt, für die Küchenarbeitsplatte, wird mir vom Mörtelshop diesmal zur Verfügung gestellt, kann ich kostenlos testen und wenn ihr ebenfalls Spezialbetonsorten braucht, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Der Mörtelshop ist ein Online-Shop, da kriegt ihr alles rund um das Thema Betonverarbeitung, Armierung, Pigmente. Schon allein, glaube ich, 40 verschiedene Betonmischungen für sämtliche Anwendungen. Was ich auch nicht schlecht finde, ist, dass es zu jedem Beton einen Mengenrechner gibt. Das bedeutet, ihr müsst hier einfach nur die Maße von eurem Bauteil eingeben und dann bekommt ihr die benötigte Menge ja, eben gesagt. Das Ganze kann man dann bestellen, online, wird am nächsten Tag dann schon per Paketdienst geliefert, geht ratzfatz und dann könnt ihr loslegen. Ich werde euch den Beton hier und den Mörtelshop mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal vorbei. Und wir machen jetzt mit dem Betonieren weiter.
Zur Herstellung von Küchenarbeitsplatten aus Beton könnt ihr natürlich auch ganz normalen Betonestrich aus dem Baumarkt verwenden. Das funktioniert ebenfalls. Allerdings würde ich dann hier bei der Platte nicht unter eine Plattenstärke von 3 cm gehen. Zum Anmischen von meinem Beton habe ich hier einen Zwangsmischer verwendet. Das bietet sich bei der großen Menge, die ich hier benötige, an. Laut Hersteller ist aber eine Verwendung von einem Zwangsmischer nicht unbedingt notwendig. Den Beton hier kann man auch mit einem Handrührer anrühren. Nachdem ich den Beton dann ca. 5 Minuten gut durchgemischt habe, habe ich der ganzen Mischung noch Glasfasern als zusätzliche Armierung beigegeben und danach kann dann schon mit dem Betonieren begonnen werden. Den angemischten Beton habe ich mir dann zunächst in der Höhe von ca. 1 cm in die Schalungsform gegeben. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Fließfähigkeit sehr gut und eine zusätzliche Verdichtung darf hier nicht erfolgen, weil sonst zu Entmischungen im Beton kommen kann, was dann zu sandigen Oberflächen führt. Ich konnte mir hier bei der Verarbeitung auch etwas mehr Zeit lassen, weil es bei mir in der Garage ja, so eine Temperatur um die 10 bis 12 Grad hatte. Und die 20 Minuten Verarbeitungszeit, die gelten dann ja eigentlich nur für Raumtemperatur. Von daher war es dann doch etwas entspannter als gedacht. Nachdem dann die Schalungsform zunächst mal überall mit 1 cm Beton aufgefüllt war, habe ich dann die erste Armierung eingelegt. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, so ein Armierungsgewebe aus Kunststoff verwendet und es wird ganz normal in den Beton eingearbeitet. Als zusätzliche Armierung habe ich dann noch Stäbe aus Torstahl mit einer Materialstärke von 6 mm eingearbeitet und oben am Übergang, da wo die Aussparung fürs Waschbecken sein wird, habe ich jeweils 2 Stangen eingelegt, weil hier später die größte Belastung sein wird. Bei der Auswahl der Armierung vertraue ich eigentlich immer auf meine Erfahrungswerte, also man kann das Ganze zwar statisch berechnen, ich kann es nicht, aber ich muss sagen, ich war bisher auch in der Vergangenheit noch nie falsch gelegen. Puh, ja, das war jetzt doch eine ganz schöne Arbeit. Ich bin froh, dass ich heute einen Kameramann dabei hatte, weil sonst wäre das echt eine stressige Angelegenheit geworden. Ich lasse den Beton jetzt 2 Tage aushärten, dann können wir ausschalen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Wir sehen uns gleich wieder. So, die 2 Tage sind um. Der Beton ist hart. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Ausschalen und schauen uns an, wie die Platte geworden ist. An dieser Stelle hätte ich dann mal noch ein paar Anmerkungen in eigener Sache. Ja, wenn euch meine Projekte gefallen und ihr euch vielleicht sogar irgendwas nachbauen wollt, dann schaut doch mal auf meinem persönlichen Blog vorbei unter www.gray-element.de. Da habe ich zu allen Projekten, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, nochmal eine schriftliche, ausführliche Anleitung eingestellt. Und zu den Beton Basics, ja, habe ich auch nochmal für alle Sachen eigentlich ausführliche Artikel dort eingestellt. Für die Materialien, die ihr braucht, könnt ihr euch in der Videobeschreibung nochmal informieren. Und wenn es euch interessiert, wie gesagt, schaut einfach mal vorbei.
So Leute, das fertige Ergebnis habt ihr gesehen. Von der Oberfläche her echt top. Nicht ein Lufteinschluss, also ich würde sagen höchste Sichtbetonqualität. Ja, bevor ich jetzt dann mit der Versiegelung weitermache, ist aktuell hier in meiner Garage zu kalt, werde ich das Teil erstmal hoch in den Hauswirtschaftsraum von meinem Bruder schaffen. Und der befindet sich im ersten OG. Das wird jetzt auch nochmal eine Anstrengung. Aber ja, danach zeige ich euch dann gleich mal das fertige Ergebnis. Wir sehen uns gleich wieder. Auf die Versiegelung werde ich jetzt hier in dem Video nicht mehr eingehen, sonst dauert es zu lang. Da habe ich kürzlich erst ein ausführliches Video gemacht, wo ich verschiedene Versiegelungen vorgestellt habe. Und das Video werde ich euch mal oben verlinken und dann könnt ihr euch die richtige Versiegelung für euer Projekt aussuchen. Die fertige Arbeitsplatte habt ihr gesehen. Der Transport hat auch reibungslos funktioniert. Ich würde sagen, ein durchgehend gelungenes Projekt, was auf jeden Fall auch für Anfänger geeignet ist. Ihr habt gesehen, das ist wirklich überhaupt kein Problem. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Könnt mir gerne einen Kommentar schreiben, auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und weitere Videos von mir sehen wollt, jetzt einfach kostenlos auf Abonnieren klicken und dann seid ihr demnächst auch wieder dabei. So, beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit neuen Projekten. Ich würde mich freuen, wenn man sich dann wieder sieht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.